Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Flight Report. Wir sind in Paris-Orly. Und fliegen heute mit Air Caribbean nach Martinique. Jetzt wäre ich fast gefallen. In der Business Class natürlich. Die A350 fliegt uns heute ungefähr 9 Stunden nach Port de France. Wir sind ziemlich früh dran, über 4 Stunden sind wir zu früh jetzt hier am Flughafen Orly, weil wir hier am Ibis übernachtet haben und nicht länger im Hotel bleiben wollten und konnten. Gut, jetzt, aber wir dürfen einchecken, cool. Ich weiß auch, ob ihr es richtig ausgesprochen habt übrigens, die Fluggesellschaft. Es ist ja eine französische Fluggesellschaft, denn Martinique ist Übersee. Wir verlassen nicht Europa, ist ganz lustig, obwohl wir in die Karibik fliegen. Ja, Caribbees kann man es aussprechen, Caribbean ist Englisch und Französisch schon mal nicht. Bonjour. Ganz interessant, da ist unsere Maschine, unsere A350, neuestes Fluggerät aktuell auf dem Markt. Und rechts daneben die La Compagnie. Die fliegen wir übrigens auch demnächst irgendwann mal. Eine reine Business-Class-Maschine nach Newark. Wow, seid gespannt. Boah, das war wieder ein Zeug. Die wollten wieder alle Kabel raushaben, ist in Ordnung. Aber so eine schöne Ordnung in Amenity Kits und dann sieht es natürlich auf dem Scanner bei manchen gefährlich aus, da muss alles raus, bei anderen wiederum nicht. Naja, was soll's. Gut, aber dafür gab es einen Fast-Track für Business-Class-Kunden. Ging auch relativ fix, es waren gerade mal 3 Leute vor uns, aber leider hat ja jeder hier ein bisschen was auszupacken, deswegen dauert es auch immer ein bisschen länger. Gut, jetzt geht's ab zur Lounge. Die Lounge heißt hier Saloon Icare. Nee, sonst Ausreise. Ah ja, das auch noch, aber okay. Ja, da kann ich nicht filmen, also muss ich jetzt ausmachen. Das liebe ich ja in der Europäischen Union. Wenn die Automaten, diese Ausreiseautomaten dann mal funktionieren, also sie sind an, dann ist man ruckzuck draußen und hier waren kaum Leute daran. Das heißt, wir sind jetzt ausgereist auf dem Weg zur Lounge, können dann mal gucken, ob wir im Duty Free irgendwas benötigen, aber ich glaube nicht. Brauchst du was? Ja. Auch mal vor Ort, was wir brauchen, würde ich sagen. Genau, denn wir können ja mit Euros zahlen. Terabyte, 2 Terabyte, ich suche 5 Terabyte. Am Flughafen. Zoll. Ja, ihr wollt ja mal schauen, manchmal sind sie ja möglich. Hoffentlich haben sie auch Käse in der Lounge, so geschmolzenen Käse. Oh, Camembert. So, jetzt hat es kurzfristig noch mal eine Gate-Änderung gegeben und wir standen natürlich da wie die Blöden, weil wir verstehen kein Französisch und es wird hier auch nicht in Englisch ausgerufen. Ich verstehe jetzt nicht, warum man nicht alle Türen des Busses aufmacht, nur die vordere. Das ist jetzt ein bisschen, ja okay, ist langsam, aber dafür stehen jetzt alle Leute wahrscheinlich an der Treppe. Währenddessen kann ich euch erzählen, es gibt übrigens kein Business Class Boarding hier, also kein separates Boarding. Es wird nicht nach Klassen aufgehoben, sondern werden alle auf einmal gebordet. Und jetzt geht's raus. Stop.
Ja, und das ist die A350-900 von Air Caribes. So habe ich es jetzt rausgehört, so spricht man den Namen richtig aus. Ja, wir gehen jetzt erstmal in die Business Class nach vorne, aber es ist ein nagelneues Flugzeug, gerade mal 2 Jahre alt, oder auch nicht mal 2 Jahre alt. Und Air Caribes besitzt nur 2 Stück davon. English, please, yes. Okay. Hello. Ja, und das ist die Air Caribes Business Class hier in der A350-900 in einer 222-Konfiguration in 3 Reihen. Wir haben uns die letzte Reihe ausgesucht, weil ihr wisst ja, dann müssen wir nicht ganz so viele Leute blurren. Wir blurren hier auch alle. Auch die Crew hat gesagt, sie möchte ganz gern geblurrt werden. Aber ich darf filmen. Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht zu viele Leute mitfilme. Das ist ja Pflichtordnung für mich. Gut. Irgendwie kommt mir der Sitz bekannt vor. Das ist doch der Philippine Airlines Sitz, ne? Philippine Airlines. Hochbettsitz hier. Genau, da kommen meine Füße nachher drauf, wenn ich schlafen sollte. Und Dominik ist da ganz da unten, das heißt, wir liegen höhenverkehrt. Und hier ist auch schon das ML-Ticket, das ist direkt vorne in dem Fach rechts von meinem Monitor. Und Dominiks links, auf der linken Seite von Dominiks Monitor sind die ML-Tickets drin versteckt. Ach, gucken wir gleich mal rein, wenn wir schon dabei sind. Jetzt haben wir nämlich noch Zeit, das Boarding ist noch voll im Gang. Es wird mit Bussen gebordet, habt ihr ja gesehen. Und wir sind offiziell, müssten wir jetzt schon starten. Wird aber nichts. Das wird noch dauern. Was ist drin? Das übliche Cremes. Oh, sogar Schutz für die Kopfhörer. Socken. Und, was ist das? Ist das eine Tüte hier oder was? Kann ich damit Sachen Für die verpacken? Schuhe. Bestimmt. Vermutlich. Es ist für die Schuhe, genau, damit man die Schuhe sauber verpacken kann. Was gibt es noch so am Platz? Eine Flasche Wasser. Kopfhörer. Kopfhörer gibt es hier hinten. Naja, ich glaube, die sind ganz okay. Da habe ich schon schlimmere gesehen. Ja, ein Kissen, ein weißes, großes Kissen. Eine Packung mit einer Decke. Mehr habe ich jetzt erstmal auf dem ersten Moment nicht gefunden. Es gibt auch noch keine Menükarte. Ich denke, die kommt mit der Zeit. Okay, aber ich glaube, das ist von dem Rückflug. Das Beste war, ich habe gestern bei British Airways ein Samsung-Tablet gefunden in der Sitztasche. Und brav wie ich war, hat man ja so schön der Cabin Crew übergeben. Ich hoffe, dass der Besitzer vom Vorflug das dann auch wieder kriegt. Und für alle, die gerne arbeiten möchten, denn das werden wir vielleicht auch tun, das haben 9 Stunden vor uns, reiner Tagflug, wir werden bestimmt nicht schlafen, gibt es Steckdosen hier hinter uns. USB gibt es 2, nämlich gleich einmal hier, auch hinter mir und vor uns. Da gibt es hin. Das hört sich französisch an, auch französisch, das kenne ich schon. Es wird schwierig, hier einen Film zu finden. Es gibt nur Filme auf Französisch mit englischen Untertiteln. Ich habe noch nichts gefunden, was mich interessiert und was ich gucken könnte. Also ich möchte keinen französischen Film gucken und mir die englischen Untertitel angucken. Andersrum ist cool. Ein englischer Film mit deutschen Untertiteln, da kann man wesentlich was lernen. Aber so, Französisch möchte ich jetzt nicht lernen. Ich habe geschaut, wo könnte ich denn hier diesen Flug, wo könnte ich da meine Meilen gut schreiben lassen. Ihr wisst ja, wir versuchen immer unsere Meilen zu optimieren, damit wir so schnell wie möglich einen Premiumflug irgendwo buchen können, aber geht leider nicht. Also ich sammle auf diesem Flug, wir sammeln auf diesem Flug keinen
Keine einzige Meile. Ich müsste mich anmelden bei Air Caribbean, um dort in diesem Vielfliegerprogramm dort Meilen zu sammeln, aber es bringt uns absolut gar nichts. Deswegen lassen wir es erstmal. Bezahlt haben wir für diesen Flug für ein Return-Ticket 1.050 €, also für eine Person hin und zurück von Orly nach Fort de France. Das ist also quasi der Flughafen oder die Hauptstadt von Martinique. Ist ein ziemlich günstiger Preis in der Business Class und einem nagelneuen Produkt in der A350 hier wie diesen. Wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt über das Thema Meilen, Status, wie ihr am schnellsten an einen Premiumflug kommt, dann drückt am besten mal auf das i, kommt in unsere Travel Hacks und macht euch da ein bisschen schlauer. Und wenn ihr vorhabt, demnächst mal einen Flug zu buchen, dann guckt mal unsere Flugsuche an. Wir arbeiten nämlich aktuell mit JetBeds zusammen. Die suchen euch bzw. über unser Portal die Flüge raus und das Gute daran ist, ihr habt eine 24-Stunden-Rückgabe-Garantie. Das heißt, wenn ihr euch jetzt doch überlegt, oder es doch noch irgendwo günstiger ist, dann könnt ihr dort stornieren und neu buchen. Weil ich glaube, bei JetBeds werdet ihr immer den günstigsten Preis finden. What would you like to drink? Champagne. Thank you. Über die Auswahl des Entertainment-Systems habe ich euch jetzt schon ein bisschen was erzählt. Es gibt relativ wenig Filme zur Auswahl und die meisten in französischer Sprache. Dazu gibt es jetzt ein iPad, ein Mini-iPad, das man hier bekommen kann, aber auch nur für Zeitschriften und da sind mindestens 90% auf Französisch. Ist dir zu kalt? Ja. Ja, die Temperatur ist jetzt ziemlich runtergekühlt worden. Also der Raum, die Kabine ist sehr runtergekühlt worden hier von die Kabine. Ich habe mich ja korrigiert, deswegen. Ich habe die ganze Zeit gesucht, wo ist hier eigentlich dieser Tisch an diesem Sitz. Aber Dominik weiß es. Dominik ist ja schlau. Thank you. You are ready. Thank you. Ich muss gleich mal testen. Ich kann ihn also drehen, aber ich kann dann trotzdem nicht den Sitzplatz verlassen, also das wird schwer. Also es gibt ein Aperitif in Form von Getränken. Dann gibt es eine Vorspeise, die ich wie gesagt nicht entziffern kann, weil sie nicht übersetzt ist. Und dann gibt es zwei Hauptgänge. Beides davon ist Fisch. Thank you. Es riecht nach Kölnisch Wasser Ja. und ich habe es mir in die Augen gespielt, ich Idiot. 4711. Echt Kölnisch Wasser. Woher kennt man das? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, genau. Ein kleines Ansonsten, Ratespiel. wenn ihr das wissen wollt, einfach mal das i drücken, ne? Nein, das werden wir aufdecken, wenn es Ach, soweit Mensch. ist. Aber ich glaube, ihr wisst es. Ja. Andernfalls habt ihr jetzt die Gelegenheit, über 500 Videos von uns zu schauen, um das rauszufinden. Das Flugzeug, die A350, hat eine tolle Kamera und die ist immer bei der A350 so Hochauflösung. Man hätte das wunderbar sehen können, aber ich mache es nachher beim Landen.
in Port-de-France. Das wird bestimmt cool aussehen. Es ist nämlich hoffentlich noch nicht dunkel. Nee, 18 Uhr könnte da noch hell sein. Thank you. Es sind ganz, ganz viele Getränke hier aus Martinique geladen. Darunter ein auf Martinique gebrannter Rum. Lass mal probieren. Oh, ja. Das Dann ziehst du die Oh ja. Schmackes ab. Also die Vorspeise ist schon mal sehr, sehr frisch. Ist eine Scheibe Schinken und Koriander. Also schmeckt sehr, sehr frisch mit ein bisschen Sesam oben drauf. Am Ende gab es ja nur noch die Wahl zwischen, eigentlich gar keine Wahl mehr. Es gab nur noch die erste Auswahl des Hauptgerichtes. Für mich war es ja die Wahl, die ich getroffen hätte, doch mal ich wollte das andere haben. Mal gewinnt man, mal verliert. Das ist leider so, ja. Also auf einem Tablett kommt dann die Vorspeise. Das ist das hier. Das ist, kann ich euch gar nicht genau sagen, was das ist. Okay, das ist also durchgemixter Fisch. Habt ihr das gesehen? So ist er. Also nochmal, das ist die Vorspeise. Ein durchgemixter, gedrückter Fisch, weißer Fisch mit Paprika und Karotten und wohl auch Ananas, oder? Interessant. Auf jeden Fall. Zusammen mit einem Salat mit Parmesan und gleich der Nachspeise. Thank you. Ich bin überrascht, muss ich sagen. Das Essen war tatsächlich erheblich besser als bei Air France. Zumindest besser als bei Air France mit der A380 von New York nach Paris. Also die Kartoffeln, das waren Rosmarinkartoffeln, super. Das Baguette, also ich weiß nicht, wie sie das ins Flugzeug kriegen. Sehr lecker mit der Butter. Gut, die Anrichte des Salats, die in dem Plastikschälchen ist in Ordnung, kann man drüber hinwegsehen, dafür war er frisch. Und auch das, also es war ja kein Hühnchen, also ich kann gar nicht sagen, wie man das, also ich habe es bestimmt schon mal gegessen, aber total lecker alles. So, zum Abschluss gibt es einen Käsekuchen, Kaffee und belgische Waffel. Dann war es das auch. Aber wie Dominik gesagt hat, ich bin relativ begeistert von dem Essen. Es war frisch, es war lecker und es war überhaupt nicht irgendwie billig angerichtet. Es war doch ganz gut. So, wir sind noch ungefähr 6 Stunden bis nach Martinique. Ich habe also noch genügend Zeit. Es ist ein reiner Tagblock, habe ich schon erzählt. Es ist hell hier drin und ich gucke jetzt keine Filme. Ich nutze einfach die Zeit und arbeite ein bisschen und schneide euch die Videos oder mir, besser gesagt. Und ja, wir sehen uns dann später. Es gibt zwischendrin wohl noch Snacks und dann sehen wir uns entweder zu dieser Zeit oder halt dann zur Landung in Fort-de-France. Bis später. Super lecker aus. Das sieht aber echt lecker aus. Also es ist eine Art Quiche, aber groß. Also ich kenne die immer so relativ klein, aber es sieht gut aus. Eine gute Portion und es riecht total gut. Und wieder das Lautstärken-Messgerät hier. Ja, maximal 73,6 dBA hier. Ist relativ leise. Die A350-900 von Air Carabias. Das muss ich wieder auskriegen. Der zweite Essensgang ist jetzt auch durch. Es ist nur noch ungefähr 50 Minuten bis zum Fort de France, also der Hauptstadt von Martinique. Ich habe euch noch gar nicht gezeigt, wie der Sitz ist. Also ich habe jetzt ein bisschen drauf schlafen können und wie ihr ja sehen könnt, er ist ja ziemlich versetzt. Ich bin relativ weit oben. Ich fand ihn nicht so bequem, aber ich zeige es euch mal. Ich habe hier 3 Schnellzugriffe, an denen ich drücken kann. Ich drücke jetzt aber mal auf die Liegeposition.
dann fährt der Sitz nämlich hoch. Genau, das ist dann nämlich dann. Und wenn ich so überlege, also ich habe nach hinten nicht mehr viel Spielraum, vorne sind meine Füße auf Eingängen und ich bin so weit oben, dass ich hier fast schon im Liegen aus dem Fenster gucken kann. Ist okay, aber es gibt bessere Sitze. Also ich finde es nicht wirklich bequem und wenn ich raus will, muss ich quasi runtersteigen über Dominiks Füße. Nee, das ist nix. Ich weiß nicht, warum sich da Air Caribbean dafür entschieden hat, aber gut, kann ich jetzt nicht ändern. Das ist nicht meine Entscheidung. Also bin ich jetzt kein Freund von. Die Liegebreite an sich ist nicht so mega breit und richtig weich ist er eben auch nicht. Ich habe jetzt 2-3 Stunden geschlafen und auch wenn das ein flacher Business-Class-Sitz, wo man im Gegensatz zur Economy schlafen kann, ist er ungemütlich, muss ich sagen. Also vorne dieser Fußraum, das ist der Fuß so bei 1,80 oder so, dann hat man hinten relativ wenig Platz am Kopf. Die Armlehne muss nach unten gelassen. Es ist völlig ungemütlich, selbst mit 2 Kissen, wie sie ich hinter mir habe. Und die Fußablage hier lässt sich überhaupt nicht steuern beispielsweise. Aber wenn ich sie nach oben haben will, geht jetzt überhaupt nichts mehr. Ich müsste den Sitz nämlich erst in die Liegeposition fahren, was ja absoluter Quatsch ist. Also, ich weiß nicht, warum man sich diesen Sitz ausgesucht hat. Ich glaube, da gäbe es interessantere, denen die A350 passen würden. Ja, das war unser Flug jetzt hier mit Air Caribbean. Das ist schwer auszusprechen. Ja, ich glaube, da habe ich schon 10 verschiedene Aussprachen jetzt gebracht. Ist egal. Ja, aber trotzdem war es ein toller Flug. Überraschend gutes Essen gab es. Das ist zwar blöd, habe ich euch, glaube ich, schon ausreichend erklärt. Übrigens habe ich gerade mein Handy angemacht und die Vermutung hat sich bestätigt, das Roaming geht auch hier. Das heißt, wir können genauso wie in der EU oder wie in Deutschland die Möglichkeiten unseres Mobilfunkvertrages nutzen. Super, endlich mal keine SIM kaufen, kein GlocalMe. Und gut, dass ich noch Datenvolumen gespart habe, weil wir nicht zu Hause waren. Aber ich muss einfach sagen, ich fand den Flug jetzt nicht ganz so prickelnd, wie Stefan den fand. Man muss ganz ehrlich sagen, der Service war so ein bisschen, naja, wenn ich jetzt nach Lehrbuch sage, soll das nicht arrogant klingen, aber sie haben eine Aufgabe zu erfüllen gehabt, aber wenn man dann irgendwas wollte, hat man zum Beispiel geklingelt, zack, wurde die Klingel wieder ausgemacht, ohne dass jemand gekommen ist. Die Gläser standen beim Start noch, so dass mehrere Passagiere, nicht nur wir, diese halten mussten. Und ja, also man ist nicht durch die Kabine gegangen, sondern ja, das war es einfach. Kann man so machen und ich hatte Stefan noch die Frage gestellt, ob es eine Low-Cost-Airline ist, weil ich habe mich vorher nicht schlau gemacht. Er sagte nein. Naja, meine Meinung. Es ist halt sehr nah dran an Südamerika. Wir haben unsere Erfahrung mit südamerikanischen Airlines gemacht, aber finde ich es nicht ganz so schlimm. Dafür sind sie mindestens 8-mal mit dem Trolley durch die Kabine gelaufen. Also ja, das ist schon viel. Kein Zweifel. Auch der Champagner war immer kalt, das will ich gar Ja, nicht auch. bestreiten. Und sie hatten sogar so viel geladen, dass am Schluss noch eine ganze Flasche geschlossen da am Ja, eben. Trolley stand. Genau. In dem Sinne, ihr könnt ja mal eure Meinung, eure Einstellung zu dieser Airline in den Kommentaren hinterlassen. Würde ich mich sehr freuen drüber. Liked das Video, wenn ihr mögt und abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video dann. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.